Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt uns hören, wenn ihr uns schon nicht sehen könnt. Wir haben ein paar Lego-Teile bestellt. Machen wir mal so, dass ihr wenigstens Rita sehen könnt. Also wir haben wirklich nur ein paar Lego-Teile bestellt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben so eine große Box dazu bekommen. Ich weiß, oft werden ja so kleine Sachen oft groß verpackt, aber das ist schon heftig. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, uns hat die letzten Tage fast ein wenig der Schlag getroffen. Wir haben bei einem sehr netten Herrn eine Bricklink-Bestellung abgegeben. Das waren so ungefähr 700 Teile, ein paar Figuren für Rita, ein bisschen Krimskrams für die Stadt. Und dann kam auf einmal so eine überdimensionierte Box bei uns zu Hause an. Mehr dazu aber gleich. Das sind jetzt mal die Lego-Steine, die haben wir für euch schon vorsortiert, die in diesem Konvolut drinnen waren. Also der nette Herr, der den Bricklink Shop betreibt, hat uns nämlich ein paar Prozente gegeben, mehr dazu dann später. Schauen wir uns zuerst mal an, was hier an Lego-Steinen so da ist und dann kommt der absolute Knaller, liebe Freunde. Dann wisst ihr nämlich auch, warum das so riesig ist. Also die waren nicht so sortiert, das haben wir so gemacht, damit wir euch ein bisschen besser zeigen können. Vor lauter Aufregung habe ich vergessen, das Licht einzuschalten. Da sieht ja keiner was. Aber ich bin gleich da. Ich habe mich auch schon gefragt, warum Rita so nervös ist. Geht Kein Problem. So, jetzt seht ihr besser, aber vorher habt ihr uns eh nicht gesehen. Jetzt sind wir erleuchtet, also überhaupt kein Problem. Nein, kein Problem. Ja, ich habe die Steine schon ein bisschen für euch vorsortiert. Wir haben dreimal Ritas blaue Vespa. Da fehlen allerdings die Räder und die Lenker. Das habe ich aber so bestellt. Genau. 2 Frisuren. Eine blonde Männerfrisur mit längeren Haaren oder eine Frauen- und Männerfrisur. Beides möglich. Und eine dunkle, eher so mit aufgestellten Haaren, eine Frisur. Dann, ich fange mit dem an, was mich interessiert. Die sehen cool aus, wenn sie zusammengesteckt ist übrigens. Extrem. Olivgrüne kleine Blätter für unsere Bäume oder was auch immer wir machen damit. Genau. Dann haben wir hier für Baumstämme solche 2x2 Rundsteine. Technik, glaube ich, oder? Ja, genau, dieselben dann nochmal in 1x1. Genau, das nehmen wir dann meistens für Palmen. Palmen, Blätter, also diese Pflanzenteile, dann so Gestrüpp, so herunterhängendes Zeug. Ja, zu Blumen passend auch noch solche, keine Ahnung, welche Teile das sind. Für mich sind das Blumentröge. Blumentröge, wir werden sie auf jeden Fall als Blumentröge verwenden in Flat Silver. Genau. Dann habt ihr hier noch Gullideckel, auch in Flat Silver und Slopes und jede Menge dann noch Fliesen und wir können es leider nicht mehr neigen, dass sonst alles runterfallen würde. Fliesen und das sind diese Log-Teile, die wir auch schon ganz gerne oft mal bei Häusern verwendet haben oder bei Zäunen. In allen möglichen Brauntönen. Verschiedene Farben, Fliesen in hellgrau, dunkelgrau und Dark Tan und was Rita besonders freut, sind natürlich hier diese Frontseite des Hogwarts Express und diese gebogene Fliese mit dem Aufdruck Hogwarts Castle drauf. Dann sind noch ein paar braune Steine und für irgendein Projekt, wo wir mal solche durchsichtigen brauchen. Also das ist mal das. Dann geht es weiter. Wir haben dann natürlich auch noch Figuren bestellt und das finde ich jetzt mal sehr cool. Die sind hier in der Schachtel in einer eigenen Box drin gewesen. Das ist ja immer nett, dann hat man die beisammen. Das sind großteils Figuren aus der Collectible Minifiguren-Serie. Schauen wir da kurz durch. Diese Katzen-Rockstar-mäßige. Eine Anna, eine Elsa. Gefällt natürlich Rita wieder. Dann aus dem Lego Movie 2 diese Katzenfrau mit der Katze, die eine Irokese hat. Ja. Eine Unikitty. Eine Lucy, auch aus Lego Movie. Dann haben wir irgendwo Emmet noch, genau. Den schnapp ich mir gleich nochmal. Emmet. Dann, das ist eine, keine Ahnung, Pharao-Mumie. Mumie, ja. Eine Balletttänzerin.
mit ihrer Kassette oder mit ihrer Hör-CD. Dann auch so eine Sängerin, die haben wir sogar schon, aber ich glaube nicht in der Stadt aufgestellt. Die sind zum Teil alle aus Lego Movie 2. Da ist zum Beispiel auch der Golf President Business mit dabei gewesen, den wir auch noch nicht in der Stadt haben. Das wüsste ich sonst. Das ist, glaube ich, dieser Abraham Lincoln-Verschnitt, oder? Das kann sein, aus ja. Der Lego Hut Movie kommt 2. mir sehr bekannt vor. Die hast du ausgesucht, das weiß ich nicht. Wir haben noch ein Monster. Und das letzte ist dieser Pizzaverkäufer mit seiner coolen Fliese und dem Umhang, den er sich drüber stülpen kann. Also Wir er haben so da. viele Pizzerien. Jetzt ohne Füße, aber nur, dass ihr euch auskennt. Genau. Übrigens ein sehr cooles Gesicht, sehr grantig. Aber eine nette Figur. Genau. Sehr schön, das sind Ja. die Figuren, aber Rita hat natürlich noch mehr bestellt und es wird immer Ganz ulkiger, klar. liebe Freunde. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Eine total coole Aufbewahrung, damit die Figuren nicht im Paket rumfliegen. Gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht, was drinnen ist. Funktioniert wirklich, man sieht alles, brauche ich nicht mal auspacken, glaube ich. Wir haben hier Piraten, dann haben wir hier so Coffeeshop-Baristas, Frauen, dann 1, 2 Kinder und was mir sehr gut gefällt, hier diese Steinzeitfrau und musst du auch schon noch auspacken. ihren Mann. Ich bin gespannt, wo wir die, suche sie am besten raus, dann zeige ich den Zuschauern noch, was sonst so drinnen ist. Und zwar war dann noch das hier drinnen, ein Haribo. Ach, Rita hat zuerst die Figuren. Oh ja, da habe ich mich schon gefreut, dass Gummibärchen drinnen sind. Es waren dann keine. Genau, der Steinzeitmann und seine Frau, ich weiß nicht, waren die auch bei einem Da habe ich mir- Minifiguren-Set dabei? Ich weiß es Genau. gar nicht. Da habe ich mir nämlich schon gedacht, wieso rascheln seit neuestem die Gummibärchen so? Rita ist dann trotzdem etwas stutzig geworden, Ja. da das so komisch eingepackt ist und das Haribo-Sackerl auch schon offen ist. Und nein, ich habe ja gewusst, ich habe noch auf was vergessen. Es sind über 100 1x4er Fliesen in Dark Green. Sehr schöne Farbe, die werden wir sicher cool irgendwie. Und sie riechen so gut nach den Haribo Goldbeeren, das ist auch ein Traum. Die werden wir sicher irgendwo beim Vergnügungspark vielleicht verwenden. Und ja, also das ist schon mal sehr interessant eingepackt. Oh Und ja. wie gesagt, so sind sie perfekt sortiert, das hat uns sehr gefallen. Rita war natürlich dann sehr traurig, weil sie geglaubt hat, dass sie was zu essen bekommt und das war dann nicht so. Aber der liebe Herr des Brickling Shops hat auf sie aufgepasst. Er ist auf uns aufmerksam geworden, weil wir beim Hafen so eine komische Ausbuchtung in einer, da ist meiner Mutter mal die Platte umgefallen und da ist jetzt so ein, das sieht aus, wie wenn da jemand abgebissen hätte und da ist dann der Matthias auf uns aufmerksam geworden und hat eben gefragt, ob Rita ob sie so viel Hunger hat. Naja, habe ich ja auch. Und sie hat auch sehr viel Hunger, sie hat aber nicht beim Tisch abgebissen. Das ist, wie gesagt, meiner Mutter mal die Platte umgefallen. Das war noch, als wir ausgemalt haben. Aber das gefällt mir sehr gut. Der Matthias hat wirklich an Rita gedacht. Er hat auch Essen für sie eingepackt. Ja. Und zwar essbare Lego-Steine. So cool. Habe ich noch nie gesehen. Happy Blocks. Und es geht noch weiter. Seht Ich habe euch noch das nie mal an. essbare Lego-Steine gesehen. Ich glaube, ich werde auch in Zukunft aufpassen müssen, dass ich dann nicht normal esse. Sie hat wirklich sehr viel Essen bekommen. Hoffentlich knabbert sie die echten Lego-Steine nicht an. Das wäre jetzt fatal. Also vielen Dank dafür. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Und ja, Rita hat sehr viel Hunger. Ihr merkt es, ich werde immer dünner im Gegensatz zu ihr. Nein. Aber ja, was soll man machen? Es ist der Lauf der Zeit. Was ich allerdings sehr seltsam finde, der junge Mann hat auch eine Rolle Klopapier eingepackt. Also da wären wir jetzt sehr gespannt zu wissen, warum wir die brauchen. Ich glaube, das ist nur, weil ich sehr gerührt bin und wenn ich zu weinen beginne, dann habe ich gleich. Könnte sein, aber wie gesagt, es sind auch alle möglichen anderen Süßigkeiten drin. Also vielen Dank an dieser Stelle. Er hat dann sogar auch noch so ein kleines Säckchen mit allen möglichen, ich weiß nicht, sind das irgendwelche Konvolutsteine oder Steine, die ihm übrig geblieben sind, hat er uns noch dazugegeben. Die haben wir gar nicht bestellt. Da Perfekt. ist alles Mögliche drin, also das ist auch nicht schlecht. Und ich nehme mal an, ich oder unser kleiner neuer Baumeister, der jetzt demnächst mal kommt, hat auch noch was bekommen. Und zwar das hier.
ein Mini-Glas. Wir sind ja, was Technik anbelangt, ziemliche Anfänger, aber das Set werden wir auf jeden Fall aufbauen. Das finden wir mega cool. Ja. Das ist auch noch original verpackt. Sehr cool. Und ja, man muss auch mit Technik aufwachsen. Sagen wir das jetzt am besten? Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ist der Karton so groß? Und da war es dann wirklich vorbei bei Rita. Wir haben dann in das Paket hineingeschaut und haben wirklich geglaubt, wie sagt man jetzt, es ist was nicht in Ordnung, sagen wir es so. Aber ich zeige es euch. Das alles war in einem Körbchen. Ja. Wir haben allen Ernstes einen Autositz für unseren Baumeister bekommen. Und der sieht relativ neu aus. Jedenfalls ist hier sogar das Etikett noch drauf. So lustig. Und auch in Lego-Farben, bitte. Also ich denke mir, da wird er wirklich schon richtig drauf getrimmt auf seine Arbeit. Ich finde das super. Also ich muss auch sagen, ich kann mich damit sehr anfreunden. Wir wissen noch nicht, wie er funktioniert, aber das ist der letzte Schrei in Bezug auf Technik. Ja, wir werden uns das noch ansehen. Zack, und es geht rund. Also, ja, das war wirklich einer der interessantesten Bricklink-Hauls, die wir jemals abgesetzt haben. Ja. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an dich, Matthias. Und er hat uns auch noch einen Brief geschrieben, einen ganz netten. Denn er denkt nicht nur an uns, sondern auch an euch. Und zwar betreibt der junge Mann ja einen Bricklink-Shop, wie ihr jetzt schon, glaube ich, mitbekommen habt. Der Bricklink-Shop hat den Namen Noppenwelt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Hat sehr viele gute Figuren, auch Teile zu sehr ansehnlichen Preisen. Und wir haben nicht alles leer gekauft, wir versprechen es. Wir haben uns nur die besten Teile rausgesucht, aber er hat gesagt, er hat jetzt bald wieder Nachschub, also es kommt wieder was rein. Und er hat nämlich für euch eine spezielle Weihnachtsaktion organisiert. Das ist von ihm ausgegangen. Wir haben ihn da nicht drauf angesprochen, aber er hat gedacht, euch könnte das vielleicht interessieren. Also schaut mal bei dem Bricklink-Shop Noppenwelt vorbei. Und wenn ihr dort was bestellen möchtet, wenn euch was gefällt, sagen wir so, dann macht es einfach folgendermaßen: Schickt euren Bricklink-Namen, also nicht unseren und auch nicht seinen, sondern euren, per E-Mail an info@noppenwelt.de. Und der liebe Matthias wird euch dann freundlicherweise einen Coupon ausstellen, und zwar in der Höhe von 25% als Weihnachtsgeschenk, der dann bis Jahresende, bis am 31.12.2020 gültig ist, jedenfalls laut dem aktuellen Stand. Und das finden wir eine tolle Aktion. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schaut da gerne vorbei. Könnt ihr 25% Ermäßigung bekommen. Der Shop ist in Deutschland, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Und ja, was machen wir jetzt, Rita? Ich würde sagen, was von dem Zeug naschen da drüben. Es war so klar, dann werde ich mal die Minifiguren aufbauen, damit sie Rita nur mehr platzieren muss, und ich bin dann mal raus. Und ja, Rita wird jetzt, ich weiß noch nicht, willst du jetzt den Kuchen essen, diese Knusperschildkröten oder doch lieber die Lego-Teile? Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist vor Rita momentan nichts mehr sicher. Nein. Danke auf jeden Fall nochmal für die coole Aktion. Auch die Teile sind sehr gut, der Zustand der Teile ist sehr gut, können wir wirklich nichts Schlechtes sagen. Wir wurden nicht von ihm bezahlt, nein, aber er ist einfach ein sehr netter Kerl und hat sich gedacht, er schickt auch diese Message an euch raus, falls ihr was von ihm braucht, 25%. Und ja, wir werden jetzt, das ist zwar eigentlich nur ein kleinerer Haul im Gegensatz zu dem, was wir manchmal haben, aber auch sehr gute Teile dabei. Und aber ein außergewöhnlicher Haul. Den werden wir auf jeden Fall nicht so schnell vergessen. Ich glaube auch nicht. In dem Sinne, vielleicht braucht ihr was, ihr seht es ja selbst, vielleicht braucht ihr 1, 2 Figuren für eure kleine Stadt. Kann man nie wissen. Und ja, dann baut was Schönes damit, stellt die Figuren irgendwie cool aus. Vielleicht habt ihr ja auch ein Stück Kuchen daheim. Dann gönnt euch das. Ich werde das auf jeden Fall jetzt dann machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ganz genau so ist es, Freunde. Lasst es euch gut gehen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann demnächst. Auf jeden Fall. Tschüss.